Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Mia Schneider, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie wollen gemeinsam nach Paris reisen und dort die Ferien verbringen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann? Wie lange? Wo übernachten? Was machen? Sehenswürdigkeiten? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Na, alles klar bei dir? Ja, danke. Hast du schon Pläne für die kommenden Ferien? Hast du schon Pläne für die kommenden Ferien? Ja, ich habe beschlossen, nach Paris zu reisen. Und du? Ja, ich habe beschlossen, nach Paris zu reisen. Und du? Oh, Paris. Das ist eine großartige Idee. Ich habe noch keine Pläne gemacht, aber ich denke auch darüber nach Paris zu reisen. Ich habe noch keine Pläne gemacht, aber ich denke auch darüber nach Paris zu reisen. Wann hast du vor, hinzufahren? Ich habe vor, in einer Woche hinzufahren. Und wie ist es mit dir? Ich habe vor, in einer Woche hinzufahren. Und wie ist es mit dir? Ich werde auch in einer Woche hinfahren. Sollen wir das gemeinsam organisieren und gemeinsam reisen? Ich werde auch in einer Woche hinfahren. Sollen wir das gemeinsam organisieren und gemeinsam reisen? Ja, sehr gerne. Das wäre schön, wenn wir das zusammen erleben. Ja, sehr gerne. Das wäre schön, wenn wir das zusammen erleben. Gut. Hast du schon eine Unterkunft organisiert? Gut. Hast du schon eine Unterkunft organisiert? Ja, ich habe ein Zimmer in einem schönen Hotel, in der Nähe des Eiffelturms gebucht. Und du? Ja, ich habe ein Zimmer in einem schönen Hotel, in der Nähe des Eiffelturms gebucht. Und du? Ich habe noch nichts organisiert. Aber ich denke, ich werde ein Zimmer in einem ähnlichen Hotel buchen. Ich habe noch nichts organisiert. Aber ich denke, ich werde ein Zimmer in einem ähnlichen Hotel buchen. Das klingt gut. Und was hast du vor, während du dort bist? Das klingt gut. Und was hast du vor, während du dort bist? Ich habe vor, die Stadt zu erkunden, die Seine zu überqueren und ein paar bekannte Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Ich habe vor, die Stadt zu erkunden, die Seine zu überqueren und ein paar bekannte Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Und vielleicht auch einige Cafés und Restaurants zu besuchen. Und was hast du vor? Und vielleicht auch einige Cafés und Restaurants zu besuchen. Und was hast du vor? Ich habe vor, die gleichen Dinge zu tun. Außerdem möchte ich die Champs-Élysées entlang spazieren und die Kathedrale Notre Dame besichtigen. Ich habe vor, die gleichen Dinge zu tun. Außerdem möchte ich die Champs-Élysées entlang spazieren und die Kathedrale Notre Dame besichtigen. Das klingt großartig. Weißt du, ich denke, wir sollten auch eine Bootstour auf der Seine machen. Weißt du, ich denke, wir sollten auch eine Bootstour
auf der Seine machen. Wie findest du das? Ja, das ist eine fantastische Idee. Auf diese Weise können wir die Stadt aus einer anderen Perspektive sehen und dabei etwas die Seele baumeln lassen. Auf diese Weise können wir die Stadt aus einer anderen Perspektive sehen und dabei etwas die Seele baumeln lassen. Genau, und wir können ein paar Snacks und Getränke an Bord genießen, während wir die Aussicht auf die Stadt bewundern. Genau, und wir können ein paar Snacks und Getränke an Bord genießen, während wir die Aussicht auf die Stadt bewundern. Das klingt wunderbar. Und ich denke, wir sollten auch einen Abend im Kabarett verbringen. Und ich denke, wir sollten auch einen Abend im Kabarett verbringen. Was denkst du? Oh, ich habe schon immer davon geträumt, im Moulin Rouge zu tanzen. Oh, ich habe schon immer davon geträumt, im Moulin Rouge zu tanzen. Ja, das Moulin Rouge ist eines der berühmtesten Kabarets in Paris. Ja, das Moulin Rouge ist eines der berühmtesten Kabarets in Paris. Ich bin sicher, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird. Ich bin sicher, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird. Und was ist mit dem Besuch eines der vielen Pariser Märkte? Und was ist mit dem Besuch eines der vielen Pariser Märkte? Das ist bestimmt auch wunderbar. Das ist bestimmt auch wunderbar. Wir können frische Lebensmittel kaufen und ein authentisches Pariser Mittagessen zubereiten. Wir können frische Lebensmittel kaufen und ein authentisches Pariser Mittagessen zubereiten. Okay. Weißt du, ich denke, wir sollten auch einen Tag im Louvre verbringen. Okay. Weißt du, ich denke, wir sollten auch einen Tag im Louvre verbringen. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist ein Muss. Der Louvre ist eines der bekanntesten Museen der Welt und beherbergt einige der bekanntesten Kunstwerke der Menschheit. Der Louvre ist eines der bekanntesten Museen der Welt und beherbergt einige der bekanntesten Kunstwerke der Menschheit. Genau, und ich denke, wir sollten auch einen Abstecher zur Notre Dame machen. Genau, und ich denke, wir sollten auch einen Abstecher zur Notre Dame machen. Ja, auf jeden Fall. Die Notre Dame ist eine der berühmtesten Kathedralen in Frankreich und ein wichtiger Teil der Geschichte von Paris. Die Notre Dame ist eine der berühmtesten Kathedralen in Frankreich und ein wichtiger Teil der Geschichte von Paris. Ja, und was ist mit einem Spaziergang entlang der Champs-Élysées? Ja, und was ist mit einem Spaziergang entlang der Champs-Élysées? Das klingt auch großartig. Die ist eine der bekanntesten Straßen in Paris und hat viele Geschäfte, Cafés und Restaurants. Die ist eine der bekanntesten Straßen in Paris und hat viele Geschäfte, Cafés und Restaurants. Und ich denke, wir sollten auch den Eiffelturm besuchen. Und ich denke, wir sollten auch den Eiffelturm besuchen. Ja, das ist auch ein Muss. Der Eiffelturm ist das Symbol von Paris und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt. Der Eiffelturm ist das Symbol von Paris und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt. Perfekt. Ich denke,
wir haben jetzt eine lange Liste von Dingen, die wir in Paris tun müssen. Perfekt. Ich denke, wir haben jetzt eine lange Liste von Dingen, die wir in Paris tun müssen. Ja, und ich bin sicher, dass wir noch mehr tolle Dinge entdecken werden, wenn wir dort sind. Ja, und ich bin sicher, dass wir noch mehr tolle Dinge entdecken werden, wenn wir dort sind. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich freue mich darauf, diese Erlebnisse mit dir zu teilen. Bis bald. Ich freue mich darauf, diese Erlebnisse mit dir zu teilen. Bis bald. Ich mich auch. Bis bald. Auf ein unvergessliches Abenteuer. Ich mich auch. Bis bald. Auf ein unvergessliches Abenteuer. Die Situation. Ihre Bekannte Sophie hat gerade ein großes Problem und braucht Ihre Hilfe. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was ist passiert? Hilfe planen? Wen anrufen? Wohnung renovieren? Neue Möbel? Wer kann noch helfen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Guten Morgen, schön dich wiederzusehen. Guten Morgen, die Freude ist ganz meinerseits. Wie geht es dir? Guten Morgen, die Freude ist ganz meinerseits. Wie geht es dir? Danke, mir geht es grundsätzlich ganz gut, aber meine Bekannte Sophie hat gerade ein großes Problem. Danke, mir geht es grundsätzlich ganz gut, aber meine Bekannte Sophie hat gerade ein großes Problem. Oje, was ist denn los? Geht's ihr gesundheitlich nicht gut? Oje, was ist denn los? Geht's ihr gesundheitlich nicht gut? Nein, das Gott sei Dank nicht, aber sie hat einen Wasserrohrbruch in der Wohnung. Nein, das Gott sei Dank nicht, aber sie hat einen Wasserrohrbruch in der Wohnung. Kannst du dir das vorstellen? Ach du lieber Himmel! Das ist ja schlimm. Was ist genau passiert? Ach du lieber Himmel! Das ist ja schlimm. Was ist genau passiert? Sie ist in der Früh darauf aufmerksam geworden, dass die Decke im Bad ganz nass ist. Sie ist in der Früh darauf aufmerksam geworden, dass die Decke im Bad ganz nass ist. Es muss wohl ein Rohr in der Wand gebrochen sein. Es muss wohl ein Rohr in der Wand gebrochen sein. Oje, das klingt nicht gut, das tut mir sehr leid für deine Bekannte. Oje, das klingt nicht gut, das tut mir sehr leid für deine Bekannte. Wie sieht die Wohnung jetzt aus? Kann sie das Bad überhaupt noch benutzen? Wie sieht die Wohnung jetzt aus? Kann sie das Bad überhaupt noch benutzen? Ich weiß es nicht genau, aber sie hat mir am Telefon erzählt, dass die Wände ganz nass sind, und die Badezimmermöbel auch. Ich weiß es nicht genau, aber sie hat mir am Telefon erzählt, dass die Wände ganz nass sind, und die Badezimmermöbel auch. Ich werde zu ihr rüberschauen. Magst du mitkommen? Hast du jetzt Zeit? Ich werde zu ihr rüberschauen. Magst du mitkommen? Hast du jetzt Zeit? Ja, ich habe Zeit. Ich komme gerne mit. Ich kenne mich da ein bisschen aus, weil meine Nachbarn letztes Jahr auch einen Rohrbruch hatten.
Ich kenne mich da ein bisschen aus, weil meine Nachbarn letztes Jahr auch einen Rohrbruch hatten. Ach so, ja, und was macht man da? Hast du vielleicht eine Idee? Ach so, ja, und was macht man da? Hast du vielleicht eine Idee? Ich denke, zuerst sollte deine Bekannte den Hausmeister und die Hausverwaltung anrufen und den Schaden melden. Ich denke, zuerst sollte deine Bekannte den Hausmeister und die Hausverwaltung anrufen und den Schaden melden. Und danach gleich eine Firma beauftragen, die sich das ansieht. Und danach gleich eine Firma beauftragen, die sich das ansieht. Okay, aber sollte man das nicht dem Vermieter bzw. die Hausverwaltung machen lassen? Okay, aber sollte man das nicht dem Vermieter bzw. die Hausverwaltung machen lassen? Ja, da hast du recht. Am besten fragt man bei der Hausverwaltung, wer das dann repariert und wer die Handwerker beauftragt. Ja, da hast du recht. Am besten fragt man bei der Hausverwaltung, wer das dann repariert und wer die Handwerker beauftragt. Und weißt du schon, ob sie eine Versicherung hat? Und weißt du schon, ob sie eine Versicherung hat? Ja, ich denke schon. Aber ob die Versicherung die Rechnung übernimmt, ist die Frage. Ja, ich denke schon. Aber ob die Versicherung die Rechnung übernimmt, ist die Frage. Da müsste sie sich erkundigen. Oder es übernimmt die Gebäudeversicherung des Vermieters, denn es ist ja kein Schaden, den sie selbst verursacht hat. Da müsste sie sich erkundigen. Oder es übernimmt die Gebäudeversicherung des Vermieters, denn es ist ja kein Schaden, den sie selbst verursacht hat. Ja, da hast du recht, das sind wichtige Punkte, die beachtet gehören. Ja, da hast du recht, das sind wichtige Punkte, die beachtet gehören. Ja, und ich würde auch Fotos vom Schaden machen und der Versicherung mailen. Ja, und ich würde auch Fotos vom Schaden machen und der Versicherung mailen. Wie findest du das? Ja gut, danke für die Tipps. Glaubst du, könntest du meiner Bekannten auch helfen beim Ausmalen, wenn alles repariert ist? Glaubst du, könntest du meiner Bekannten auch helfen beim Ausmalen, wenn alles repariert ist? Du bist doch handwerklich sehr begabt. Du bist doch handwerklich sehr begabt. Ja, sicher, könnte ich Sophie helfen, wenn es nicht die beauftragte Firma macht. Aber da müssen die Wände wieder gut trocken sein. Ja, sicher, könnte ich Sophie helfen, wenn es nicht die beauftragte Firma macht. Aber da müssen die Wände wieder gut trocken sein. Und wenn etwas kaputt ist von ihren Möbeln, sollen wir ihr da helfen? Und wenn etwas kaputt ist von ihren Möbeln, sollen wir ihr da helfen? Ja, aber wir wissen ja noch nicht, was kaputt gegangen ist. Fragen wir sie doch erst mal. Ja, aber wir wissen ja noch nicht, was kaputt gegangen ist. Fragen wir sie doch erst mal. Was denkst du? Ja, das ist eine gute Idee. Dann fragen wir jetzt gleich mal, wenn wir bei ihr sind. Ja, das ist eine gute Idee. Dann fragen wir jetzt gleich mal, wenn wir bei ihr sind. Ja, das machen wir. Dann können wir auch schauen, ob sie einen Transport braucht und alles. Ja, das machen wir. Dann können wir auch schauen, ob sie einen Transport braucht und alles. Ja, das ist alles wunderbar, aber verschaffen wir uns erstmal einen Überblick,
was los ist. Ja, das ist alles wunderbar, aber verschaffen wir uns erstmal einen Überblick, was los ist. Gut, so machen wir es. Was hast du heute Nachmittag noch vor? Gut, so machen wir es. Was hast du heute Nachmittag noch vor? Ich habe heute einen Termin bei Zahnarzt. Und du? Ich habe heute einen Termin bei Zahnarzt. Und du? Ich werde heute ins Fitnessstudio gehen und dann ein paar Besorgungen machen. Ich werde heute ins Fitnessstudio gehen und dann ein paar Besorgungen machen. Das klingt gut. Gehst du oft ins Fitnessstudio? Das klingt gut. Gehst du oft ins Fitnessstudio? Ja, ich gehe etwa 3-mal pro Woche. Es hilft mir, fit zu bleiben und mich gesund zu fühlen. Ja, ich gehe etwa 3-mal pro Woche. Es hilft mir, fit zu bleiben und mich gesund zu fühlen. Das ist toll. Ich sollte auch mehr Sport treiben. Aber ich habe oft nicht genug Zeit dafür. Das ist toll. Ich sollte auch mehr Sport treiben. Aber ich habe oft nicht genug Zeit dafür. Verstehe ich. Aber es ist wichtig, sich Zeit für die Gesundheit zu nehmen. Verstehe ich. Aber es ist wichtig, sich Zeit für die Gesundheit zu nehmen. Vielleicht kannst du versuchen, zumindest ein paar Minuten am Tag zu laufen oder zu joggen. Vielleicht kannst du versuchen, zumindest ein paar Minuten am Tag zu laufen oder zu joggen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde es versuchen. Vielen Dank für den Tipp. Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde es versuchen. Vielen Dank für den Tipp. Kein Problem. Wir können ja auch zusammen gehen, wenn du möchtest. Kein Problem. Wir können ja auch zusammen gehen, wenn du möchtest. Das wäre super. Vielen Dank. Gerne doch. Lass uns nachher nochmal darüber sprechen. Gerne doch. Lass uns nachher nochmal darüber sprechen. Ja, passt. Die Situation. Sie wollen gemeinsam einen Film ansehen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Welchen Film ansehen? Wo und wann sich treffen? Was mitbringen? Essen? Trinken? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Thomas. Hallo Maria. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Ja, stimmt, das ist schon lange her. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut, danke. Was gibt's Neues bei dir? Bist du immer noch arbeitslos? Was gibt's Neues bei dir? Bist du immer noch arbeitslos? Nein, ich habe jetzt eine Arbeitsstelle. Wirklich. Ich freue mich sehr für dich. Weißt du was? Ich finde, dass wir etwas zusammen unternehmen sollten. Weißt du was? Ich finde, dass wir etwas zusammen unternehmen sollten. Ja, das ist eine gute Idee. Aber was könnten wir machen? Ja, das ist eine gute Idee. Aber was könnten wir machen?
Was denn? Da bin ich aber sehr gespannt. Was denn? Da bin ich aber sehr gespannt. Vielleicht können wir mit unserem Fußballteam einen Filmabend machen bzw. organisieren. Vielleicht können wir mit unserem Fußballteam einen Filmabend machen bzw. organisieren. Wie findest du das? Das finde ich toll. Ich schaue gerne Filme. Das finde ich toll. Ich schaue gerne Filme. Aber hast du dir überlegt, welchen Film wir ansehen werden? Aber hast du dir überlegt, welchen Film wir ansehen werden? Ja, wie wäre es mit Allein zu Haus? Hast du davon gehört? Ja, wie wäre es mit Allein zu Haus? Hast du davon gehört? Ja, ich habe davon gehört. Worum geht es in diesem Film denn? Ja, ich habe davon gehört. Worum geht es in diesem Film denn? Es geht darum, dass ein kleiner Junge zu Hause vergessen wird, während seine Familie verreist. Es geht darum, dass ein kleiner Junge zu Hause vergessen wird, während seine Familie verreist. Allein muss er das Haus gegen zwei idiotische Einbrecher verteidigen. Es ist eine Komödie. Allein muss er das Haus gegen zwei idiotische Einbrecher verteidigen. Es ist eine Komödie. Was zum Lachen ist immer gut. Der Film klingt interessant. Ist dieser Film auf Deutsch? Was zum Lachen ist immer gut. Der Film klingt interessant. Ist dieser Film auf Deutsch? Nein, leider nicht. Der Film ist auf Englisch. Nein, leider nicht. Der Film ist auf Englisch. Echt? Das finde ich schade. Ich hoffe, dass wir uns einen Film auf Deutsch ansehen können. Ich hoffe, dass wir uns einen Film auf Deutsch ansehen können. Damit wir unser Deutsch verbessern können. Damit wir unser Deutsch verbessern können. Mach dir keine Sorgen. Bei dem Film kann man deutsche Untertitel einstellen. Mach dir keine Sorgen. Bei dem Film kann man deutsche Untertitel einstellen. Super. Und wo können wir einander treffen? Hast du da eine Idee? Super. Und wo können wir einander treffen? Hast du da eine Idee? Ja, was hältst du davon, wenn wir uns bei mir zu Hause treffen? Ja, was hältst du davon, wenn wir uns bei mir zu Hause treffen? Weil meine Eltern im Urlaub sind und wir einen großen Fernseher haben. Weil meine Eltern im Urlaub sind und wir einen großen Fernseher haben. Das hört sich gut an. Und wann können wir uns treffen? Das hört sich gut an. Und wann können wir uns treffen? Wie wäre es am Donnerstag, am Abend? Hast du da Zeit? Wie wäre es am Donnerstag, am Abend? Hast du da Zeit? Das geht leider bei mir überhaupt nicht. Das geht leider bei mir überhaupt nicht. Aber warum? Weil ich am Donnerstag am späteren Nachmittag noch einen wichtigen Arzttermin habe. Weil ich am Donnerstag am späteren Nachmittag noch einen wichtigen Arzttermin habe. Außerdem weiß ich nicht, wie lange ich da beim Arzt in der Ordination warten muss. Außerdem weiß ich nicht, wie lange ich da beim Arzt in der Ordination warten muss. Was hältst du von Samstag? Ja, Samstag ist auch gut.
Abgemacht. Dann treffen wir uns am Samstag. Abgemacht. Dann treffen wir uns am Samstag. Und um wie viel Uhr sollen wir uns denn treffen? Und um wie viel Uhr sollen wir uns denn treffen? Ich würde sagen, um 19 Uhr. Ist das okay für dich? Ich würde sagen, um 19 Uhr. Ist das okay für dich? Ja, um 19 Uhr passt gut für mich. Super, dann werde ich die anderen von unserem Team fragen, wer noch am Samstag Zeit hat. Super, dann werde ich die anderen von unserem Team fragen, wer noch am Samstag Zeit hat. Ja, gut. Danke dafür. Aber sollten wir vielleicht etwas zum Essen vorbereiten? Was sagst du? Aber sollten wir vielleicht etwas zum Essen vorbereiten? Was sagst du? Ja, wir können was kochen oder einfach Pizza bestellen. Ja, wir können was kochen oder einfach Pizza bestellen. Schauen wir mal, wie viele Leute am Samstag Zeit haben. Schauen wir mal, wie viele Leute am Samstag Zeit haben. Ja, stimmt. Ich würde jedenfalls Popcorn mitbringen, weil ein Filmabend ohne Popcorn geht gar nicht. Ja, stimmt. Ich würde jedenfalls Popcorn mitbringen, weil ein Filmabend ohne Popcorn geht gar nicht. Ja, da hast du recht. Dann kaufe ich noch ein paar Getränke. Ja, da hast du recht. Dann kaufe ich noch ein paar Getränke. Vielleicht Orangensaft und Eistee. Magst du auch Cola? Vielleicht Orangensaft und Eistee. Magst du auch Cola? Ja, klar. Ich mag Cola am liebsten. Ja, klar. Ich mag Cola am liebsten. Passt. Ich glaube, wir müssen das Haus nach dem Filmabend auch aufräumen. Passt. Ich glaube, wir müssen das Haus nach dem Filmabend auch aufräumen. Sonst bekomme ich Probleme mit meinen Eltern. Sonst bekomme ich Probleme mit meinen Eltern. Weil sie schon am Sonntag vom Urlaub wieder zurückkommen. Weil sie schon am Sonntag vom Urlaub wieder zurückkommen. Ja, dann sollten wir das machen. Ich kann dir helfen, das Geschirr zu spülen. Ja, dann sollten wir das machen. Ich kann dir helfen, das Geschirr zu spülen. Vielen Dank. Dann muss ich nur den Müll rausbringen und den Boden putzen. Vielen Dank. Dann muss ich nur den Müll rausbringen und den Boden putzen. Perfekt. Dann sehen wir uns am Samstag. Perfekt. Dann sehen wir uns am Samstag. Und bis am Freitag sage ich dir Bescheid, wie viele vom Team noch zum Filmabend kommen werden. Und bis am Freitag sage ich dir Bescheid, wie viele vom Team noch zum Filmabend kommen werden. Passt das für dich? Ja, das passt. Ich freue mich schon darauf. Dann bis Freitag. Ja, das passt. Ich freue mich schon darauf. Dann bis Freitag. Ich mich auch. Bis Freitag und schönen Tag noch. Ich mich auch. Bis Freitag und schönen Tag noch. Die Situation. Sie sollen übernächste Woche beim Deutschkurs eine Präsentation halten. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten.
Und hier sind einige Notizen. Eine Präsentation planen? Alleine oder in der Gruppe? Wann und wo das machen? Was brauchen Sie dafür? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul. Hi Maria. Hast du mein Fahrrad irgendwo gesehen? Ich dachte wirklich, dass ich es hier abgestellt habe. Nein, leider nicht. Vielleicht hast du nur vergessen, wo du es hingestellt hast. Nein, das glaube ich nicht. Oh, das ist ja komisch. Sag mal Paul, wie geht's dir? Was gibt es Neues? Oh, das ist ja komisch. Sag mal Paul, wie geht's dir? Was gibt es Neues? Mir geht's ganz gut, danke. Maria, hast du gewusst, dass wir übernächste Woche beim Deutschkurs eine Präsentation halten sollen? Maria, hast du gewusst, dass wir übernächste Woche beim Deutschkurs eine Präsentation halten sollen? Wirklich? Nein, das wusste ich nicht. Wann hat der Lehrer das gesagt, und über welches Thema sollen wir sprechen? Wann hat der Lehrer das gesagt, und über welches Thema sollen wir sprechen? Der Lehrer hat das voriges Mal erwähnt. Der Lehrer hat das voriges Mal erwähnt. Wir sollen eine Präsentation über das Thema Umweltschutz machen. Wir sollen eine Präsentation über das Thema Umweltschutz machen. Aus meiner Sicht ist es ein spannendes und sehr aktuelles Thema. Aus meiner Sicht ist es ein spannendes und sehr aktuelles Thema. Oh, voriges Mal war ich ja leider krank und deshalb nicht im Kurs. Oh, voriges Mal war ich ja leider krank und deshalb nicht im Kurs. Sicher ist das ein interessantes Thema. Ich mag die Natur. Sicher ist das ein interessantes Thema. Ich mag die Natur. Aber die Vorbereitungszeit ist jetzt doch ein bisschen kurz für mich. Aber die Vorbereitungszeit ist jetzt doch ein bisschen kurz für mich. Müssen wir die Präsentation alleine machen, oder in der Gruppe? Müssen wir die Präsentation alleine machen, oder in der Gruppe? Wir sollen die Präsentationen in Zweierteams machen. Wir sollen die Präsentationen in Zweierteams machen. Also wenn du magst, dann könnten wir die Präsentation gemeinsam machen. Also wenn du magst, dann könnten wir die Präsentation gemeinsam machen. Ja, sehr gerne. Dann können wir uns die Recherche und die einzelnen Aspekte des Themengebietes aufteilen. Ja, sehr gerne. Dann können wir uns die Recherche und die einzelnen Aspekte des Themengebietes aufteilen. Und dann dauert die Vorbereitung vielleicht auch nicht so lange. Und dann dauert die Vorbereitung vielleicht auch nicht so lange. Ich denke, wir sollten uns bald treffen, um die Einzelheiten zu besprechen. Ich denke, wir sollten uns bald treffen, um die Einzelheiten zu besprechen. Welche Tage wären nächste Woche möglich für dich? Welche Tage wären nächste Woche möglich für dich? Am Montag habe ich frei, geht das bei dir auch? Am Montag habe ich frei, geht das bei dir auch? Ja, Montag geht bei mir. Aber es wäre besser, wenn wir uns 2 Tage ausmachen, wo wir alles besprechen und ausarbeiten können.
aber es wäre besser, wenn wir uns 2 Tage ausmachen, wo wir alles besprechen und ausarbeiten können. Wie findest du das? Das ist eine gute Idee. Dann könnten wir einander am Montag und am Dienstag treffen. Dann könnten wir einander am Montag und am Dienstag treffen. Und die Frage ist auch, wo wir die Treffen machen? Und die Frage ist auch, wo wir die Treffen machen? Du kannst gerne zu mir nach Hause kommen. Du kannst gerne zu mir nach Hause kommen. Und wir können uns bei mir im Arbeitszimmer zusammensetzen. Und wir können uns bei mir im Arbeitszimmer zusammensetzen. Montag und Dienstag habe ich ganzen Tag Zeit. Montag und Dienstag habe ich ganzen Tag Zeit. Das ist sehr nett von dir, aber bei dir ist doch im Moment gerade eine Baustelle nebenan. Das ist sehr nett von dir, aber bei dir ist doch im Moment gerade eine Baustelle nebenan. Ist das nicht unter der Woche sehr laut? Ist das nicht unter der Woche sehr laut? Ja, stimmt, wir brauchen einen ruhigen Ort. Ja, stimmt, wir brauchen einen ruhigen Ort. Das habe ich ganz vergessen. Wie wäre es, in ein Café zu gehen? Das habe ich ganz vergessen. Wie wäre es, in ein Café zu gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Kennst du das Café Espresso bei mir um die Ecke? Ja, das ist eine gute Idee. Kennst du das Café Espresso bei mir um die Ecke? Da ist Montag und Dienstag normalerweise sehr wenig los. Das wäre für uns gut zum Arbeiten. Da ist Montag und Dienstag normalerweise sehr wenig los. Das wäre für uns gut zum Arbeiten. Das Café Espresso kenne ich, da war ich schon mal. Die haben auch sehr gute Sandwiches. Das Café Espresso kenne ich, da war ich schon mal. Die haben auch sehr gute Sandwiches. Was wir auch überlegen sollten. Was brauchen wir von der Technik her für die Präsentation? Was wir auch überlegen sollten. Was brauchen wir von der Technik her für die Präsentation? Na, jedenfalls benötigen wir einen Laptop. Na, jedenfalls benötigen wir einen Laptop. Ich könnte meinen Laptop am Montag mitnehmen, dann können wir gleich alles am Computer mitschreiben. Ich könnte meinen Laptop am Montag mitnehmen, dann können wir gleich alles am Computer mitschreiben. Und ich glaube, ein USB-Stick wäre auch wichtig. Und ich glaube, ein USB-Stick wäre auch wichtig. Falls bei der Präsentation mit der Verbindung vom Laptop zum Beamer irgendwas nicht funktioniert, hätten wir zur Sicherheit noch die gesicherten Dateien am USB-Stick. Falls bei der Präsentation mit der Verbindung vom Laptop zum Beamer irgendwas nicht funktioniert, hätten wir zur Sicherheit noch die gesicherten Dateien am USB-Stick. Den USB-Stick könnten wir dann notfalls beim Computer vom Lehrer anstecken. Den USB-Stick könnten wir dann notfalls beim Computer vom Lehrer anstecken. Ja, klar. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich mache mir gleich dazu eine Notiz. Ja, klar. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich mache mir gleich dazu eine Notiz. Bilder sollten wir für unsere Präsentation auch noch suchen.
Bilder sollten wir für unsere Präsentation auch noch suchen. Damit wir unsere Präsentation interessant gestalten können. Damit wir unsere Präsentation interessant gestalten können. Auf jeden Fall. Wir können ja zu unserem Vortrag eine digitale Präsentation gestalten. Auf jeden Fall. Wir können ja zu unserem Vortrag eine digitale Präsentation gestalten. Ja, ich glaube, dass auch die Darstellung von Erhebungs- und Statistikergebnissen zum Klimawandel sehr wichtig wären. Ja, ich glaube, dass auch die Darstellung von Erhebungs- und Statistikergebnissen zum Klimawandel sehr wichtig wären. Ja, voll. Auch über das Artensterben sollten wir informieren, und was jeder einzelne Mensch dagegen tun kann. Ja, voll. Auch über das Artensterben sollten wir informieren, und was jeder einzelne Mensch dagegen tun kann. Und wir sollten Informationsbroschüren bereitstellen, wo und wie sich Leute für den Umweltschutz engagieren können. Und wir sollten Informationsbroschüren bereitstellen, wo und wie sich Leute für den Umweltschutz engagieren können. Was sagst du dazu? Das finde ich wirklich toll. Das finde ich wirklich toll. Perfekt, das freut mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Na gut, dann treffen wir uns am Montag. Passt für dich um 10 Uhr im Espresso? Na gut, dann treffen wir uns am Montag. Passt für dich um 10 Uhr im Espresso? Ja, 10 Uhr ist eine gute Zeit. Bis Montag. Bis dann und schönen Tag noch. Danke, ebenfalls.